Stellen Sie sich vor, Sie stehen im Morgengrauen des 30. Juni 1908, irgendwo in der sibirischen Taiga, einige Dutzend Kilometer von dem Fluss Steinige Tunguska entfernt. Der Himmel im Norden bricht plötzlich mit einem Blitz auf, heller als die Mittagssonne. So hell, dass Menschen 600 Kilometer von diesem Ort entfernt, mitten in der Nacht auf der Straße eine Zeitung lesen konnten. Wenige Minuten später kommt der Ton. Ein Grollen, das fast 1000 Kilometer weit zu hören war, und eine Druckwelle, die Menschen hunderte Kilometer vom Epizentrum entfernt von den Füßen riss und Fensterscheiben aus den Häusern schlug. Am Explosionsort fielen auf einer Fläche von über 2001 Quadratkilometern Bäume um. Das sind etwa 80 Millionen Bäume, die streng fächerförmig von einem Punkt aus lagen, als hätte jemand mitten in der Taiga einen riesigen Fächer geöffnet. Die Sprengkraft wird auf 10 bis 15 Megatonnen in TNT-Äquivalent geschätzt, etwa 1000-mal stärker als die Atombombe, die auf Hiroshima abgeworfen wurde. Seismographen in Irkutsk und Taschkent registrierten Bodenerschütterungen und Barometer in London, fast 6000 Kilometer entfernt, verzeichneten eine schwache, aber deutliche Welle des atmosphärischen Drucks, die die Erde zweimal umrundete. In den folgenden 3 Nächten geschah noch etwas Unerklärliches, diesmal tausende Kilometer von Sibirien entfernt. Der Himmel über Europa, besonders über Großbritannien, leuchtete die ganze Nacht hindurch so hell, dass laut Berichten britischer Zeitungen aus dieser Zeit die Leute tief nach Mitternacht bei Mondschein Golf und Cricket spielten und man selbst mitten auf der Straße normale Texte lesen konnte. Im Jahr 1908 veröffentlichten europäische und russische Zeitungen etwa 100 Notizen über ungewöhnlich helle Nächte, leuchtende Sonnenuntergänge und Halos um die Sonne. Die Ursache, wie später festgestellt wurde, war ein riesiges Feld aus leuchtenden Silberwolken. Eispartikel in einer Höhe von mehreren 10 Kilometern, die eine Fläche von über 10 Millionen Quadratkilometern bedeckten. Gebildet durch dasselbe Ereignis, das in der Taiga stattfand. 100 Jahre später bemerkten Wissenschaftler ein ähnliches Leuchten vom Ausstoß von Space Shuttles und deuteten es als möglichen Hinweis. Solche Eiswolken hinterlässt normalerweise ein eisiger Körper, ein Komet, kein Steinplanetoid. Geben Sie ein Like, wenn die Zahl von 80 Millionen umgestürzten Bäumen durch eine einzige Explosion und den leuchtenden Himmel über der halben Europa obendrein für Sie fast unmöglich erscheint. Und die eigentliche Rätsel dieses Ereignisses beginnt. Unter den wenigen, die nah genug dran waren und es überlebten, war der Bauer Semyon Semjonow von der Faktorei Vanavara, 65 Kilometer vom Epizentrum entfernt. Jahre später erzählte er während einer Expedition von Leonid Kulik, dass er auf der Veranda seines Hauses saß, als sich der Himmel im Norden plötzlich teilte und über dem Wald ein Feuer erschien, das sich gut 50 Grad über den Horizont erhob. Er spürte eine solche Hitze, dass er dachte, sein Hemd würde brennen, und Sekunden später kam ein Stoß von solcher Kraft, dass er ihn mehrere Meter von seiner eigenen Veranda wegschleuderte. Angesichts des Ausmaßes der Zerstörung konnte es nur eines bedeuten: den Absturz eines großen Meteoriten. Logischerweise hätte man im Epizentrum einen Krater erwartet, einen tiefen Krater, der durch den Aufprall auf die Erde hinterlassen wurde. Aber als die Wissenschaftler endlich vor Ort waren, gab es keinen Krater. Kein Krater, keine geschmolzenen Metallfragmente, kein einziger überzeugender materieller Beweis dafür, was an diesem Morgen auf die Erde gefallen war. Die Anreise zum Ort war nicht so einfach, wie es klingt. Der Erste Weltkrieg, die Revolution und der Bürgerkrieg verzögerten jede wissenschaftliche Expedition um fast 2 Jahrzehnte. Erst im Jahr 1927 erreichte der sowjetische Mineraloge Leonid Kulik das Epizentrum. Er hoffte, Fragmente von Eisenmeteoriten zu finden, die für die Industrie der jungen Sowjetrepublik wertvoll waren. Stattdessen sah er, was später als Tunguska-Wald der Toten bezeichnet werden sollte. Im Zentrum standen verkohlte Baumstämme, die irgendwie an Ort und Stelle geblieben waren,
aber ihrer Äste und Rinde beraubt waren und um sie herum, über Dutzende von Kilometern in alle Richtungen, lagen Millionen von gefällten Stämmen, die streng vom Zentrum weglagen, wie die Speichen eines riesigen Rades. Erst im Jahr 1938, 11 Jahre später, organisierte Kulik eine Luftbildaufnahme des Gebiets. Rund 1.500 Aufnahmen umfassten etwa 250 Quadratkilometer im Zentrum der Katastrophe und zeigten zum ersten Mal aus der Höhe das wahre Ausmaß des Musters. Eine regelmäßige, fast symmetrische Figur eines riesigen Schmetterlings mit ausgebreiteten Flügeln, die der gefällte Wald noch jahrzehntelang bewahrte. Kulik selbst hatte keine Gelegenheit mehr, sich intensiv mit der Tunguska-Frage zu beschäftigen. Im Jahr 1942, bereits ein älterer Mann, meldete er sich freiwillig zur Volksmiliz, geriet in deutsche Kriegsgefangenschaft und starb im Kriegsgefangenenlager an Typhus, ohne jemals zu erfahren, was das Geheimnis, dem er den besten Teil seines wissenschaftlichen Lebens gewidmet hatte, wirklich erklären würde. Außerdem organisierte Kulik in den folgenden Jahren noch mehrere Expeditionen. Er ließ sogar ein Moor trockenlegen, das er für einen wahrscheinlichen Krater hielt. Unter einer Schicht Schlamm fand sich nichts als gewöhnliche Baumstümpfe. Keine der folgenden Suchen über Jahrzehnte hinweg fand weder einen Meteoritenkrater noch eine nennenswerte Menge an kosmischem Material, die eine Explosion solcher Stärke erklären würde. Abonnieren Sie den Kanal. Gerade wegen dieser Lehre einer Explosion ohne Krater und ohne Meteoriten entstanden neben der plausibelsten wissenschaftlichen Version in den folgenden Jahrzehnten einige der bizarrsten Theorien in der Wissenschaftsgeschichte. Im Jahr 1973 stellten zwei Physiker ernsthaft die Hypothese auf, dass die Erde von einem winzigen schwarzen Loch durchdrungen wurde, das in der Atmosphäre über der Tunguska eintrat und in der Nordatlantik wieder austrat. Eine Idee, die auf dem Papier gut aussah, aber nie bestätigt wurde. Kein Seismograph oder Barometer auf der ganzen Welt registrierte die zweite austretende Explosion, die einige Minuten nach der ersten hätte ertönen müssen. Andere Wissenschaftler vermuteten eine Kollision der Erde mit einem Antimaterieteilchen, eine Annihilationsflamme, die theoretisch keinerlei Materie hinterlassen sollte. Ähnliche Ideen fanden Anklang gerade deshalb, weil es überhaupt keine echten materiellen Beweise gab. Wo die Wissenschaft auf einen vollständig leeren Tatort stößt, wird dieser bereitwillig mit den kühnsten denkbaren Hypothesen gefüllt. Noch weiter ging eine urbane Legende, die bis heute im Internet lebt. Angeblich wurde die Explosion von Nikola Tesla selbst verursacht, der auf seinem Wardenclyffe-Turm drahtlose Energieübertragung über große Entfernungen testete und versehentlich eine Entladung von monströser Leistung über die halbe Welt lenkte. Die Geschichte hat eine eindrucksvolle zeitliche Übereinstimmung. Die Finanzierung von Teslas Turm brach tatsächlich in etwa denselben Jahren zusammen und der Erfinder selbst erklärte später, im Jahr 1938, öffentlich die Entwicklung einer weitreichenden gerichteten Energiewaffe. Aber es wurden nie technische oder dokumentarische Beweise für eine Verbindung zwischen Teslas Experimenten in New York und der Explosion jenseits des Ozeans in der sibirischen Taiga gefunden. Die zeitliche Übereinstimmung war das Einzige, worauf die gesamte Version beruht. Geben Sie einen Daumen hoch, wenn von all diesen Versionen, Schwarzes Loch, Antimaterie oder Teslas Fehler, Ihnen zumindest eine Sekunde lang plausibel erschien, obwohl Sie genau wissen, dass dies nicht der Fall ist. Eine moderne, weitaus weniger spektakuläre Erklärung kam durch Computersimulationen von atmosphärischen Explosionen zustande. Ein Objekt mit einem Durchmesser von etwa 50 bis 100 Metern, höchstwahrscheinlich ein Gesteinsasteroid und keine Eiskomet, trat mit einer Geschwindigkeit von mehreren 10.000 Kilometern pro Stunde in die Atmosphäre ein und zerfiel in einer Höhe von 5 bis 10 Kilometern über der Erde. Seine gesamte kinetische Energie wurde nicht beim Aufprall auf die Oberfläche freigesetzt, sondern augenblicklich in Form einer Luftdetonation. Was sofort alles erklärt: das Fehlen eines Kraters, da das Objekt die Erde schlichtweg nicht erreichte.
und das Fehlen großer Meteoritenfragmente, da der Großteil des Materials in der Atmosphäre verdampfte oder zerstäubte. Selbst im Rahmen der wissenschaftlichsten, nicht mythischen Erklärung bleibt die genaue Natur des Objekts umstritten. Das Fehlen von Meteoritenfragmenten und das nächtliche Leuchten des Himmels über Europa wurden jahrzehntelang als Argument für einen Eiskometen verwendet, der sich bei einer solchen Zerstörung fast vollständig auflöst. Neuere Berechnungen der Flugbahn und der Art der Explosion, Eintrittswinkel, Zerstörungshöhe, Energieverteilung passen jedoch weitaus besser zu einem Modell eines dichten Gesteins oder Metallasteroiden. Eine eindeutige Antwort gibt es bis heute nicht. Das Objekt zerfiel zu schnell und zu vollständig in der Atmosphäre, um offensichtliche materielle Beweise für die eine oder andere Version zu hinterlassen. Einen Schlussstrich, wenn auch keinen endgültigen, versuchte im Jahr 2013 eine direktere Spur in diese Debatte zu ziehen. Der ukrainische Forscher Wiktor Kwasnica untersuchte mit Kollegen unter dem Elektronenmikroskop mikroskopische Proben aus einer Torfschicht in der Nähe des Explosionszentrums und fand darin miteinander verwachsene Körner seltener Kohlenstoffformen. Diamant, Lonsterleit und Graphit, zusammen mit Einschlüssen von Mineralien, die charakteristisch für Meteoritenmaterial sind. Lonsterleit ist bemerkenswert, da er fast ausschließlich unter Stoßkompression von kohlenstoffhaltigem Material durch eine starke Druckwelle entsteht. Ein Fund, der die Waage zugunsten eines Gesteins und nicht eines Eisursprungs des Objekts neigte. Die Debatte war damit nicht vollständig abgeschlossen, aber es gab den bisher direktesten materiellen Beweis für eine der beiden Versionen. Allerdings passte nicht alles so sauber zusammen. Im Jahr 2007 bemerkten italienische Forscher den Cecco-See, ein trichterförmiges Gewässer etwa 8 Kilometer vom vermuteten Explosionszentrum entfernt, das auf keiner Karte der Region vor dem Jahr 1908 verzeichnet ist. Die Form des Bodens, untersucht mit einem Echolot, ähnelte tatsächlich einem Krater, und die Sedimente am Grund zeigten eine ungewöhnliche Struktur. Die Theorie erhielt bemerkenswerte Unterstützung. Möglicherweise erreichte doch ein großer Splitter die Erde und schuf einen Krater, der später vom See gefüllt wurde. Andere Geologen sind anderer Meinung. Sie finden auf Karten der Region aus dem 18. Jahrhundert ein Gewässer an etwa derselben Stelle, was die Idee eines jungen, aus dem Jahr 1908 stammenden Sees in Frage stellt. Die Debatte ist bis heute nicht abgeschlossen. Abonnieren Sie den Kanal. Das Ausmaß dessen, was im Jahr 1908 geschah, wird erst im Vergleich zu dem wirklich verständlich, was sich auf demselben Planeten etwas mehr als 100 Jahre später ereignete. Am 15. Februar 2013 explodierte über dem russischen Tscheljabinsk in einer Höhe von etwa 30 Kilometern ein Objekt mit einem Durchmesser von nur etwa 20 Metern, 2,5 bis 5-mal kleiner als das Tunguska-Objekt. Die Druckwelle zertrümmerte Fenster in Tausenden von Gebäuden. Etwa 1.500 Menschen wurden nach offiziellen Angaben verletzt. Fast alle durch Glassplitter, nicht durch die Explosion selbst. Wäre ein Objekt von der Größe des Tunguska-Objekts nicht über der unbewohnten Taiga, sondern über einer modernen Millionenstadt in die Atmosphäre eingedrungen, wären die Zerstörungen und Opfer nicht bei zerbrochenen Fenstern geblieben, sondern hätten ganze Stadtviertel verwüstet. Seit dem Tunguska-Ereignis hat die Menschheit mehr oder weniger gelernt, wirklich große Asteroiden zu verfolgen, die eine globale Katastrophe auslösen könnten. Fast alle solchen Objekte sind bereits erfasst und keines bedroht die Erde in absehbarer Zukunft. Aber bei Objekten im Tunguska- und Tscheljabinsk-Maßstab ist die Situation anders. Laut NASA könnten sich in der Nähe der Erde bis zu 25.000 Asteroiden mit einem Durchmesser von mehr als 140 Metern befinden, aber nur etwa 10.000 wurden entdeckt und katalogisiert, weniger als die Hälfte. Bei Objekten kleineren Tunguska-Maßstabs von 50 bis 100 Metern ist der Anteil der Entdeckten noch geringer.
Solche Objekte sind zu klein und zu schwach, um von bestehenden Himmelsdurchmusterungsteleskopen zuverlässig entdeckt zu werden, bis sie der Erde ganz nahe kommen, und oft werden sie erst nachträglich bemerkt, wie es auch beim Tscheljabinsk-Objekt im Jahr 2013 geschah. Im Jahr 2022 probierte die Agentur zum ersten Mal nicht die Entdeckung, sondern den Schutz aus. Die DART-Mission hieß ein Raumschiff absichtlich mit dem Mondasteroiden Dimorphos, etwa 150 Meter im Durchmesser, kollidieren und veränderte seine Umlaufbahn merklich. Der erste Fall in der Geschichte, in dem die Menschheit bewusst die Flugbahn eines Himmelskörpers verändert hat. Aber nur das, was man im Voraus gesehen hat, kann man in seiner Umlaufbahn verändern. Und gerade bei der Entdeckung von Objekten im Tunguska-Maßstab gibt es immer noch eine ernsthafte Lücke. Schreiben Sie in die Kommentare. Glauben Sie, dass die modernen Asteroidenüberwachungssysteme ein solches Objekt rechtzeitig bemerkt hätten? Oder hätten wir davon auf die gleiche Weise erfahren wie im Jahr 1908, durch einen Blitz am Himmel Sekunden vor dem Einschlag? Während diese Diskussion andauert, hat Tunguska selbst unerwartet eine weitere Version erhalten. Und diesmal eine ganz neue. Im Jahr 2020 schlug eine Gruppe von Forschern der Staatlichen Universität Sibirien vor, dass das Objekt überhaupt nicht im üblichen Sinne explodiert sei, sondern nur tangential die dichten Atmosphärenschichten mit einer Geschwindigkeit von Zehntausenden Kilometern pro Stunde durchquert habe. Etwa 700 Kilometer über Sibirien geflogen sei, seine gesamte zerstörerische Energie in Form einer Druckwelle abgegeben habe und wieder ins All ausgetreten sei, ohne die Erde zu erreichen. Nach dieser Version könnte das metallische Objekt mit einem Durchmesser von etwa 200 Metern überlebt haben und sich immer noch auf einer sonnennahen Umlaufbahn bewegen. Das heißt, das Objekt, das 2000 Quadratkilometer sibirische Taiga zerstörte, ist in diesem Szenario nicht verschwunden, sondern hat einfach seinen Weg weiter um die Sonne fortgesetzt. Die Taiga am Explosionsort hat sich längst erholt. Die Bäume sind neu gewachsen und heute ist es ohne eine spezielle Markierung am Epizentrum unmöglich zu erkennen, dass hier überhaupt etwas passiert ist. Aber die genaue Natur des Objekts, das die größte dokumentierte Explosion der Erde in den letzten paar tausend Jahren verursachte, seine Größe, Zusammensetzung, genaue Herkunft und sogar, ob es vollständig zerstört wurde oder weiterflog, ist über ein Jahrhundert später immer noch nicht endgültig geklärt. Wenn ein ganzer Landstrich, der von einem unbekannten Objekt aus dem Weltraum von der Erde getilgt wurde, und eine Debatte, die seit mehr als 100 Jahren andauert, Ihnen nicht weniger spannend erscheinen als jedes moderne Rätsel, dann geben Sie einen Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal. Ähnliche Geschichten darüber, was auf unserem Planeten passiert ist und immer noch nicht vollständig erklärt ist, werden hier weiterhin erscheinen.